Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute wollen wir die Bremsen bei dem Citroën C3 neu machen. Wir haben hier schon sämtliche Sachen neu gemacht, wie Bremssattel, Seile und die Klötze, Scheiben möchten wir natürlich auch neu machen. Und von der Marke ATE, von der Marke Ridex, die Gabeln wurden mitbestellt, was jetzt nicht unbedingt immer neu muss, aber wundert euch bitte nicht, warum die neu sind. Wir müssen jetzt nicht unbedingt neu, nur wenn ihr möchtet natürlich. Und ja, da wo die Führungsbolzen drin sind, Scheibe, Klötze, alles unten verlinkt das Ganze. Und was ist das für ein Citroën C3? Baujahr 2003, 80 kW, 1,6er Benziner und ja, Baujahr 2003. Ja, die Bremsen hinten wollen wir machen und ja, da gibt's eigentlich nichts mehr zu sagen oder zu erwähnen. Es ist schon alles klar. Kauflinks unten in der Videobeschreibung, Werkzeug unten in der Videobeschreibung. In dem Fall haben wir die Sättel schon neu gemacht. Es ist zu empfehlen, ist kein Muss, aber es ist wirklich zu empfehlen und es ist einfacher, das Ganze zu wechseln, ohne die Manschetten kaputt zu bekommen. Bremskolben, Rückstell, Werkzeug. Kauflink unten in der Videobeschreibung. Wofür benötigt ihr das Ganze? Weil, wenn ihr keine neuen Sattel habt, wie wir das gemacht haben, müsst ihr den Kolben wieder zurückdrehen, weil die Bremsbelagstärke hat sich ja vergrößert und deswegen müsst ihr das Ganze irgendwie zurückdrehen. Kauflink unten in der Videobeschreibung, Rabattcode VITJAWOLF, kriegt ihr 5% vom Kaufpreis. Ja, ich würde sagen, los geht's. Und zwar ist mir aufgefallen, dass die Kommentare etwas abgenommen haben und deswegen haben wir uns überlegt, für die, die fleißig Kommentare schreiben, haben wir überlegt, dass wir immer und beziehungsweise mir fehlt auch immer so ein bisschen der Content, den wir live machen können und deswegen habe ich mir Folgendes überlegt, für die Leute, die fleißig am Kommentare schreiben sind, dass wir da ein Gewinnspiel machen, dass immer zum Ende des Monats wir ein Gewinnspiel machen für alle Kommentare, die in die Videos gemacht werden. Das heißt, egal unter welches Video ihr Kommentare schreibt, kommt ihr automatisch mit in die Verlosung mit rein oder macht ihr automatisch beim Gewinnspiel teil. Und da haben wir uns Folgendes überlegt, 50 € Gutschein könnt ihr euch dann aussuchen. XXL Automotive Gutschein oder Amazon Gutschein werden wir dann mit euch schon ausmachen. Und das Ganze wird dann immer zum Ende des Monats, das heißt zum 30. oder zum 31. endet das Gewinnspiel und fängt dann immer automatisch am 1. des Monats an. Und da könnt ihr dann gerne unten in die Kommentare, nicht nur unter dieses Video, egal welches Video in diesem Monat rauskommt, da könnt ihr Kommentare schreiben und macht beim Gewinnspiel teil und im Livestream am 30., 31. Wir werden immer diese Livestreams vorab ankündigen, wann die starten und wie viel Uhr, wo ihr dann automatisch zugucken könnt oder ihr werdet dann per YouTube benachrichtigt. Ganz wichtig, bevor ihr die Bremsen wechseln wollt, Bremsflüssigkeitsstand kontrollieren, gegebenenfalls ein bisschen absaugen oder das Ganze hier mit Lappen umlegen, damit Bremsflüssigkeit bei euch nicht ausläuft und wenn sie ausläuft, dann bitte nur mit Wasser abwaschen, weil Bremsflüssigkeit könnt ihr nur mit Wasser wegmachen. Und was ist da noch wichtig? Anschließend nach dem Wechseln Bremse betätigen, damit die Klötze, damit die Kolben rausfahren und dann den Bremsflüssigkeitsstand natürlich wieder prüfen. So, als allererstes ist es ganz, ganz wichtig, dass man probiert, die Schrauben von der Bremsscheibe zu lösen, weil die am meisten Probleme machen und abreißen könnten und dann wisst ihr, ob ihr Pech habt oder nicht. Wenn sie abreißen, ist auch nicht schlimm, ist natürlich nicht gut, nicht schön, aber gehalten wird sie von den Radbolzen mehr als von diesen zwei kleinen Schrauben. Deswegen holt euch so einen Kreuzschraubendreher, wo ihr draufhauen könnt und das Ganze erstmal kloppen.
Problem ist, dass die Schraube ist durchgehend und ganz hinten, da ist Rost drauf. Da kriegt man die kaum bewegt. Und so die ganze Zeit hin und her. Dass ihr das Ganze gelöst bekommt. Deswegen ist es wichtig, dass ihr das gleich am Anfang macht, dass ihr hier mit einem Schraubenzieher das Ganze blockieren könnt. Ganz vorne rostet das Ganze und dann hat man den ganzen Salat. Ja, wir haben hier den Vorteil, dass wir hier halt schon den Bremssattel gewechselt haben, deswegen sind die Schrauben hier leicht gängig. Ansonsten müsst ihr das ein bisschen mit Brenner warm machen oder mit Rostlöser und dann ein bisschen schlagen und dann wird das Ganze schon irgendwie abkommen. So lassen wird schon nichts passieren. Die Blitze können raus. Die Bleche sind leider nicht neu mit, deswegen müssen wir das Ganze sauber machen. Ihr müsst, wenn ihr die Gabel sehr wahrscheinlich behalten werdet, müsst ihr gucken, dass diese Führungsbolzen bei euch gängig sind. Dann das Ganze hier einmal sauber machen, die den Kanal verfolgen, wissen, wie man das Ganze hier richtig gut mit Pfeile, Drahtbürste, Drahtbürstenaufsatz für Akkuschrauber und das Ganze richtig schön runterschrubben. Dann schrauben wir das Ganze jetzt mal ab mit einem 50er Torx. So, auf die Bremsscheibe vorsichtshalber einen Drahtbolzen draufschrauben, damit die Scheibe euch nicht runterknallt. Ja, und wenn ihr die Gabel dann abhabt, dann könnt ihr auch die Scheibe abmachen. Natürlich das Ganze hier einmal sauber machen. Und zwar könnt ihr hier einmal, da könnt ihr es sehen, der ABS-Ring, der ist komplett voll, weil der magnetisch ist, hat er sich komplett hier mit Bremsstaub, Metall, was auch immer, alles angesammelt. Und da ist zu empfehlen, das Ganze einmal sauber zu machen, wenn ihr schon die Scheibe abhabt. Auspusten, sauber machen.
Leider waren neue Schrauben nicht mit dabei. Deswegen, wenn ihr da dran seid, besorgt euch am besten neue Schrauben, damit ihr Bescheid wisst. Damit ihr nicht die vergammelten wieder draufschrauben müsst. Ich habe jetzt leider keine da. So, das Ganze natürlich gut geschmiert. Und wenn ihr keinen neuen Bremssattel habt, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, mit dem Bremskolbenrücksteller den Kolben zurückzudrehen. Wichtig, hier müsst ihr drehen, den Kolben drehen, nicht einfach nur reindrücken. Hier seht ihr dann einmal die Punkte, wo der Teller angesetzt wird, und dann könnt ihr das Ganze reindrehen. Ja, und jetzt anschließend, wir haben hier jetzt eine neue Bremsgabel. Ihr solltet bei der alten Bremsgabel das Ganze hier richtig gut sauber machen, fetten das Ganze. Hier einmal prüfen, dass die gängig sind. Ja, und dann können wir das Ganze wieder zusammenbauen. Und das Ganze dann mit Drehmoment dann die Bleche einmal drauf. Ja, aufpassen, dass die Bleche, in dem Fall berührt der, also dass die Bleche nicht an der Scheibe kratzen. Die Klötze dann rein. Wichtig, ich sehe öfters, dass diese Aufkleber drauf bleiben. Ihr müsst die natürlich abmachen. Die haben einen bestimmten Zweck, dieser Kleber, der hier drauf ist, damit das an den Klotz klebt, beziehungsweise an der Gabel, und dann mit von der Scheibe weggedrückt wird oder weggedrückt werden kann. Ja, und wenn ihr dann so einen neuen Sattel bekommt oder eine Gabel neu bekommt, dann gibt es da meistens, diese Schrauben waren jetzt bei den Bremsklötzen mit dabei, da ist Loctite mit drauf. Die sind ohne. Zu empfehlen ist es natürlich, mit Loctite zu benutzen. Loctite ist die Schraubensicherung. Das ist eine flüssige Paste, die man drauf machen kann. Hier ist sie halt schon trocken. Loctite, Kauflink unten in der Videobeschreibung. Falls ihr diese Schrauben bekommt, dann am besten Loctite noch mit drauf machen. Wir das Ganze auch wieder draufsetzen. Wichtig ist darauf zu achten, dass diese zwei Klammern gegen den Sattel drücken und nicht hier rausguckt. Das Ganze einmal fest. Die bekommen 35 Newtonmeter. Ja, ganz wichtig, die Fettflecken wegmachen. Wenn man die Gabel ansetzt, dann macht man schon hin und wieder mal Fett drauf. Und hier.
So, ja Leute, und so könnte das Ganze einmal aussehen, wenn man die Bremsen wechseln möchte. Ja, hier ist natürlich in Verbindung mit den Seilen, mit dem Sattel natürlich alles ein bisschen anders. Aber so im Groben und Ganzen hoffe ich, dass ich mit dem Video trotzdem dem einen oder anderen weitergeholfen habe. Zu empfehlen ist es natürlich, wenn ihr an der Bremsanlage arbeitet, jemanden dabei zu haben, der Ahnung von Bremsen hat. Nicht einfach denken, ich gucke mir das Video an, da kriege ich jetzt auch hin. Deswegen nehmt einen zur Hand, der da wirklich Plan von hat, wenn ihr besonders Bremssättel wechselt, wenn ihr an die Bremsen dran geht. Und ja, anschließend natürlich Bremsflüssigkeitsstand kontrollieren, Bremse treten. Und ja, wenn ihr halt Sattel gemacht habt, Bremsflüssigkeit entlüften natürlich. Und ja, ansonsten hoffe ich, dass ich dem einen oder anderen damit weitergeholfen habe. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein kostenloses Abo da. Alle wichtigen Werkzeuge sind unten verlinkt. Mit dem Rabattcode VITYAWOLF kriegt ihr nochmal 5% auf die Ersatzteile. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!